Wow, überall entstehen wirklich neue Wohnungen. Und das Eigenheim ist ja auch eigentlich unser aller Traum. Man wünscht sich halt normale Preise oder ein Lottogewinn. Wir zahlen 1.500 und haben jetzt eine Mieterhöhung bekommen um fast 300 €. Ja, was Eigenes haben, mit ein bisschen mehr Platz fürs Homeoffice, für die Kinder. Wir wünschen uns auch noch ein zweites Kind und dann wäre die Wohnung definitiv zu klein. Natürlich hat jeder Recht auf angemessenen Wohnraum. Aber es ist echt der Wahnsinn, was wir dafür mittlerweile berappen müssen. Beispiel Bahnhofsviertel, Frankfurt am Main, 105 Quadratmeter, 3 Zimmer, 895.000 €. Also vor allem Familien können bei solchen Preisen doch einpacken, oder? Jetzt sind wir erstmal im Frankfurter Güntersburg-Park und machen jetzt ein kleines Experiment. Wie viel Wohnraum brauchen wir eigentlich zum Glück? 47 Quadratmeter Wohnfläche hat jeder Deutsche im Schnitt. Doppelt so viel wie in den 60er Jahren. Ich stecke die Wohnfläche ab, damit wir uns das besser vorstellen können. Ist das jetzt viel oder wenig? Wie viel Wohnfläche haben die Menschen hier? Und was fehlt ihnen zum Glück? Wir stehen jetzt hier gerade innerhalb von 47 Quadratmetern. Das ist so das statistisch, was jeder Deutsche pro Person an Wohnraum hat. Also wirklich für eine Person. Ihr Empfinden, kommt Ihnen das jetzt gerade viel oder wenig vor? Ja, also es ist wenig, aber wir wohnen auch recht klein. Also wir sind eine dreiköpfige Familie mit Kleinkind und wir wohnen gerade in einer Zweizimmerwohnung. Oha, Ja. Wie viele Quadratmeter haben Sie da? Das sind ungefähr 58 oder 60 Quadratmeter, ich weiß es gerade nicht genau, aber auch recht klein. Ja. Mhm. Zur Miete? Zur Miete, genau. Schwebt Ihnen auch noch was Größeres vor? Ist irgendwas in der Pipeline? Es ist was in der Pipeline. Also wir fühlen uns so gerade auch wohl und es funktioniert auch so für uns. Aber wir ziehen tatsächlich bald um, Mitte August, in ein genossenschaftliches Wohnprojekt. Kaufen Sie sich da ein oder sind Sie dann erstmal Mieter? Wie funktioniert das? Man kauft sich ein in die Genossenschaft, also man kauft Genossenschaftsanteile pro Quadratmeter und ist dann quasi Miteigner. Also uns gehört die Wohnung, aber wir mieten sie trotzdem. Aber es ist eben so, dass die Mietpreise nicht steigen werden, außer wir entscheiden es selber. Und das ist ja gerade für Familien mit Kindern auch attraktiv. Da werden dann ungefähr 30 andere Kinder wohnen und man kann sich ein bisschen entlasten mit der Kinderbetreuung und alles Mögliche ist da möglich. So, ja. Bevor Sie das gefunden haben, wie sah so Ihr Weg aus, wenn Sie ihn überhaupt schon beschritten haben, nach größerem Wohnraum? Ich glaube, wir sind da nicht so klassisch unterwegs. Wir wohnen zwar klein, aber wir finden auch so, Wohnen auf kleinem Raum, also eher so, ne, wir finden so Tiny Houses und sowas auch attraktiv. Also eher so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Tiny Houses, das wäre ja ungefähr so die Hälfte. Ne? Die sind ja so 20 Quadratmeter plus, sind natürlich auch super geschnitten. Das wäre auch so ein bisschen Ihr Ding, sagen Sie. Ja, es ist so ein bisschen die Zukunft, denke ich, dass die Leute sich so ein bisschen verabschieden von den Dingen, weil ihnen bewusst wird, dass das alleine nicht glücklich macht. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass es gibt ja eine Tendenz zum immer größeren Wohnen mit immer weniger Personen auf immer größerem Raum. Das finde ich nicht so, gesamtgesellschaftlich nicht so unterstützenswert, weil wir haben einfach wenig Wohnraum und ich denke, wir sollten Wege finden, wie man sich eben ein bisschen beschränken kann auch. Ja. Die meisten, die ich hier frage, haben im Moment nicht mal 20 Quadratmeter Wohnfläche pro Familienmitglied. Viele Familien können von den 47 Quadratmetern also nur träumen. Wir stehen jetzt im Grunde in der Fläche, die jeder Deutsche im Schnitt für sich zum Wohnen zur Verfügung hat. 47 Quadratmeter, wie wirken die jetzt so auf dich, groß oder klein? Also wenn ich mir überlege, dass ich da alles machen muss, was ich so im Wohnen mache, ist es ja klein, aber ich habe das Gefühl, ich hätte noch weniger jetzt, ehrlich gesagt. Wie viel hast du? Wir haben 85 zu dritt. Also da ist natürlich auch Homeoffice von beiden mit drin und so, ne? Und ja, von dir auch, ne? Dein Homeoffice. Wie glücklich oder unglücklich bist du mit deiner Wohnsituation? Aktuell sehr unglücklich. Das ist einfach mit nur 2 Zimmern, Kind und beiden Eltern im Homeoffice. Das ist nicht gut. Und der Preis? Viel. Ja, wir zahlen 1.500 und haben jetzt eine Mieterhöhung bekommen um fast 300 €. Das ist schon einiges. Was ist euer Plan dagegen, wenn ihr schon einen habt? Ja, wir ziehen weg. Wir ziehen nach Limburg, jetzt diesen Herbst. Wir haben lang gesucht, 2 Jahre lang. Und
in pendelbarer Distanz. Es ist jetzt 1 Stunde zu pendeln nach Frankfurt, aber näher ging nicht. Findest du das irgendwie als gerecht, dass du als junge Mama jetzt deine Lieblingsstadt verlassen musst, sozusagen? Mir ist schon bewusst, dass wenn man einen Garten will und ein freistehendes Haus, da kannst du nicht in der Stadt wohnen. Das ist mir schon klar. Aber ein bisschen mehr Angebote für Familien in der Stadt fände ich schon schön. Wir haben ein bisschen mehr, ja. Erzählen Sie mal, wie leben Sie? Wir wohnen in einer 3-Zimmer-Wohnung, Altbau, hier direkt in Bornheim, auf ca. 68 Quadratmetern zur Miete. Okay, aber zu dritt? Zu dritt, genau. Ja, rein theoretisch wäre die 47 das, was jeder von Ihnen 3 bewohnen würde, wenn wir es jetzt mal statistisch sehen. Also dann hätten Sie eine deutlich größere Wohnung. Sind Sie glücklich, wie Sie leben, oder wie fühlen Sie sich in Ihrer Altbauwohnung? Wir sind sehr glücklich wegen der Lage, wo wir hier wohnen. Wir wohnen mitten in der Stadt, in einem sehr beliebten Stadtteil. Wir haben eine große Grünfläche vor der Haustür und das kann man für Frankfurter Verhältnisse ja auch nicht überall sagen. Und wir haben noch relativ Glück, weil wir haben sehr nette Vermieterinnen und Vermieter, die einen etwas ansprechenden Mietpreis verlangen. Klingt nach einem totalen Jackpot für Frankfurt. Auch mit der Grünfläche vorm Haus ist ja super. Klingt nach einem Jackpot, ja. Hat aber auch einen Haken. Wenn Sie was Größeres suchen, finden Sie das nicht hier, beziehungsweise nicht bezahlbar. Gucken Sie nach größeren Sachen zur Miete oder denken Sie auch schon mal an einen Kauf? Wir haben tatsächlich letztes Jahr eine Eigentumswohnung gekauft, ja. Ah, aber da wohnen Sie jetzt nicht drin. Nee, die wird noch gebaut. Wo ist sie denn? In Offenbach. Wer sich ein bisschen vergrößern möchte und nicht unbedingt das Glück hat, das von Freunden, Bekannten durch die unter der Hand zu bekommen oder geerbt zu haben oder sonst irgendwie an eine größere Wohnung zu kommen, der muss halt irgendwie mal über den Tellerrand rausgucken. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, Wohnen ist sowas Wichtiges, so ein Grundbedürfnis eigentlich von allen Menschen von uns. Sowas sollte eigentlich ins Grundgesetz, einfach, dass wir alle das Recht haben auf angemessenen Wohnraum. Wie stehen Sie dazu? Oh, schwierige Frage. Natürlich hat jeder Recht auf angemessenen Wohnraum. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Aufgabe der Politik, angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aber was heißt angemessen? Sicher für jeden etwas anderes. Ich stelle mir ja heute auch die Frage, ob Eigenheim eigentlich nur noch was für Reiche ist. Und bei den Menschen, mit denen ich hier im Güntersburg-Park gesprochen habe, ist es so, dass viele tatsächlich noch was gefunden haben. Allerdings nur, weil sie die beliebte Innenstadtlage verlassen und zum Teil richtig weit rausziehen. Wir schauen uns mal im Umland von Frankfurt um. Da gibt's doch bestimmt noch Möglichkeiten, wenn Wohnen in der Stadt für Familien zu teuer wird. Nidderau hat 20.000 Einwohner. Hier bin ich mit Immobilienmakler Martin Jalling verabredet. Hallöchen! Hallo, Da sind guten wir. Morgen. Julia Tschetsch, ich grüße Sie. Grüß Sie, Hi. hallo. Wollen wir rausgehen? Gerne. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen die Preise gescannt bei Ihnen im Schaufenster. Ich muss sagen, dafür, dass wir jetzt hier in Nidderau-Windecken sind, ich habe es ein bisschen günstiger erwartet. Also zum Beispiel 102 Quadratmeter, ein Familienhaus für 500.000 € fast. Richtig. Ja. Ja, das sind schon stolze Preise, aber insbesondere bei diesem Haus auch. Das ist eigentlich schon so gut wie reserviert. Die gehen also auch tatsächlich weg zu diesen Preisen. Richtig, ganz genau. Wer kauft? Das sind in erster Linie Familien mit viel Eigenkapital. Die gespart haben, die was geerbt haben. Also nur Doppelverdiener zu sein, reicht auch hier in Nidderau-Windecken. Es reicht oftmals wirklich nicht aus. In der Regel ist es so, dass der Eigenkapitalnachweis, den ich von den Familien bekomme, recht hoch ist. Und das muss er auch sein, denn die Differenz zwischen dem, was die Banken finanzieren und was am Ende aber auch der Kaufpreis ist, geht also nur mit viel Eigenkapital. Ja. Auch im näheren Umland von Frankfurt sind die Immobilienpreise explodiert. Selbst Fachwerkhäuser, die vor einigen Jahren noch für rund 30.000 € weggingen, kosten heute um die 100.000 €, erfahre ich. Wie dieses Haus hier. Muss man sanieren, kommen dann die zurzeit extrem hohen Handwerkerkosten noch hinzu. Und nicht nur das. Es gibt ja noch andere Kosten, wie die Pendelei zum Arbeitsplatz. Also so unterm Strich, ich habe das Gefühl, für Familien mit Kindern sieht es gar nicht so gut aus. Es sieht momentan nicht so gut aus. Insbesondere für die Familien, die einfach ein knappes Budget aber auch haben, ne? Durch so wenig Eigenkapital. Es ist echt traurig. Ja. Also wir haben da, ich kann nur dieses Beispiel erwähnen, mehrere Familien, die ein Reihenhaus kaufen wollten. Und die freuen sich wahnsinnig auf dieses eine schöne Häuschen und stehen in der Reihe mit ungefähr 100 weiteren. So, und dann führe ich natürlich keine 100 Leute durch das Haus, aber die ersten 6, 7 dürfen erst mal durch und alle 6, 7 sagen ja.
und ein Kind oder eine Familie süßer als die anderen. Und ich denke an der Stelle, mein Gott, ja, ich kann es aber nur einmal verkaufen. Es tut mir leid, ich kann es nur einmal verkaufen. Und das geht mir als Familienvater extrem ans Herz auch, das muss ich sagen. Ja. Die Pandemie hat den Run auf Immobilien im Speckgürtel noch angeheizt. Die Baubranche boomt. Auch hier entstehen viele neue Wohnungen. Aber auch hier in Nidderau für viele Familien unbezahlbar. Was sehen Sie vielleicht noch für Möglichkeiten, ja, um den Familien vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung zu machen? Ja, ich muss da schwer drüber nachdenken. Also Angebot und Nachfrage regeln nun mal den Preis. Und haben wir entsprechend wenig Angebote und viel Nachfrage, sind wir ja in diesem Dilemma. Wie können wir also das Angebot erhöhen? Ja, das wäre jetzt zum Beispiel in diesem Thema Neubausegment. Hier hat es jetzt die Stadt Nidderau mit einem Neubaugebiet wieder versucht, wie viele Gemeinden und Städte es versuchen, Neubaugebiete zu schaffen und zu bauen. Aber allein das Bauen langt ja auch nicht. Wir haben unter anderem auch viel Leerstand. Wir haben also das Thema Innenverdichtung auch. Dass man dann noch ein Dachgeschoss oben drauf setzt. Richtig, dass man einfach diese bestehenden Möglichkeiten noch mal nutzt, die vorhanden sind. Was ist so was wir vielleicht den Familien jetzt noch ganz konkret mitgeben können, falls es überhaupt irgendwas gibt? Man muss in meinen Augen vielleicht auch dann seinen Radius vergrößern. Ja? Kompromisse machen in jeglicher Form. Kompromisse machen, indem ich sage, ich muss mehr Eigenkapital auftreiben, vielleicht doch noch mal mit den Eltern reden oder wem auch immer. Das sind ja Gespräche, die Kunden tatsächlich führen. Und dahingehend aber auch, dass man sagt, gut, wir schrauben unsere Ansprüche herunter. Wir bauen jetzt kein Einfamilienhaus für 200 Quadratmeter, sondern wir schrauben mal runter auf 150. Vielleicht kommen wir damit auch zurecht. Eine andere Möglichkeit, mehr Tiny Houses bauen. Also viel, viel kleinere Häuser, meint Martin Jalling, statt riesiger Einfamilienhäuser. Tiny Houses bieten natürlich für verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel ein Alleinstehender, der ein Häuschen haben möchte, aber eben in diesen Neubaugebieten nur groß bauen kann und darf wahrscheinlich, eine ideale Alternative. Ich habe viele Kunden, die tatsächlich sagen, ich möchte gerne was Alternatives, Kleines haben. Herr Jalling, denken Sie an mich. Und wenn ich das dann tue, dann könnten die ihr Haus auch wiederum über uns an Familien verkaufen. Tiny Houses sind ja auch aus ökologischen Gründen voll im Trend. Wohnen auf kleinstem Raum. Könnte das auch eine preiswerte Alternative für Familien sein? Meine HR-Kollegin Claudia Banse ist mal testweise in eins eingezogen, zusammen mit ihrer kleinen Tochter. So. Okay, tun die Füße. Wow, das sieht ja nett aus, oder? Ja. Schau mal. So. Ja, Tiny Houses sind ja jetzt die neue Form von Eigenheim und sollen ja auch erschwinglich sein. Ich werde jetzt mal 3 Tage hier wohnen, leben und arbeiten mit meiner kleinen Tochter und mal schauen, wie das funktioniert so auf engem Raum. 23 Quadratmeter misst dieses Mini-Haus. Zu Hause habe ich zurzeit mehr als das 10-fache. Luxus. Hier muss ich sehr genau überlegen, wie ich den Stauraum nutze. Die meisten Familien wünschen sich ja viel mehr Platz, als sie gerade haben. Am liebsten im Eigenheim. Ja, wir haben ja das Glück, komfortabel zu leben. Wir haben eine alte Hofreite, wir sind eine Patchwork-Familie, wir haben viele Tiere und ja, wir haben glücklicherweise dieses Haus gekauft vor vielen Jahren zu einem sehr guten Preis und haben auch viel in Eigenleistung gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir heute noch mal was suchen würden, dann wäre es für uns nicht so einfach, das zu bezahlen. Würde ich mich dann mit weniger Wohnraum begnügen, so wenig wie in einem Tiny House? Das würde natürlich bedeuten, auf vieles zu verzichten. In einem Campingurlaub ist das vielleicht okay, aber wie fühlt es sich im Alltag an, mit so wenig Raum auszukommen? Okay, so ein paar kleine Schubladen, also hätten wir noch ein bisschen was. Also sehe ich schon, ich muss mich wirklich mit einigen Sachen ziemlich runter reduzieren. Aber ich glaube, es hat auch sehr viele Vorteile. Man trennt sich wahrscheinlich mal von Dingen, die man sowieso gar nicht mehr braucht, ja. Flächenschonender und bezahlbarer Wohnraum, dafür stehen Tiny Houses. Einen Fertigbausatz für ein Tiny House gibt es schon ab 5.000 €. Ein fertiges zwischen 15 und 35 Quadratmeter kostet zwischen 25 und 65.000 €. Auch in Hessen gibt es einige Kommunen, die sogar über ganze Mini-Haus-Siedlungen nachdenken.
Hier in Trebow sollte auch ein Tiny-House-Dorf entstehen. Im Internet konnte man sich für ein Mini-Eigenheim bewerben. Obwohl die Nachfrage groß gewesen sei, erfahre ich bei meiner Recherche, sei das Projekt hier aber zurzeit auf Eis gelegt. Im etwa 10 Kilometer entfernten Flörsheim am Main gibt es ein ähnliches Projekt. Da fahre ich jetzt hin. In Flörsheim setzen sich die Freien Bürger für eine Tiny-House-Siedlung ein. Ich treffe den Fraktionsvorsitzenden Frank Herzog auf dem Acker, den sie für die Mini-Häuser vorgesehen hatten. Ansprechen sollen die möglichst viele. Wir möchten keine einheitliche Benutzergruppe haben, keine eingeschränkte Benutzergruppe. Wir möchten eine breite Benutzergruppe haben, von alt bis jung, von jung bis alt, von Menschen, die ökologischen Grundgedanken haben, die alternative Fortbewegungsmittel bevorzugen. Solche Gruppen möchten wir vordringlich erreichen. Doch noch passen Tiny Houses nicht so richtig zu den bestehenden Vorgaben für die Erschließung und Bebauung von Grundstücken. Es wird Kritiker geben, die dann eben sagen, wir brauchen mehrstöckige Bauweisen, wir müssen hier sozialen Wohnraum für mehrere Familien darstellen. Das ist ja dann doch eben sehr eingeschränkt in der Bauweise. Allerdings bieten sich eben durch die baulichen Vorgaben ganz andere Möglichkeiten, schnell auch mal einen Projektcharakter daraus zu gestalten und das versuchsweise zu starten. So viel zur Theorie. Zurück in die Praxis. Uns geht's immer noch gut im Tiny House. Guten Appetit, Frau Schmid. Aber ist cool hier, oder? Dann mal schauen, wie die erste Nacht hier wird. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Es war so kuschelig und gemütlich da oben. Ja, und ich fühle mich immer noch pudelwohl in meinem Tiny House. Die Enge macht mir bisher gar keine Probleme und ich bin sehr gespannt, ob das auch so bleibt. Bei Claudia und Toni schauen wir in 3 Tagen noch mal vorbei. Müssen Familien mehr Kompromisse machen? Ich treffe jetzt einen Familienvater, der dazu durchaus bereit ist und trotzdem nichts findet. Dennis Meine ist vor 7 Monaten zum 2. Mal Vater geworden. Seit 4 Jahren ist er auf der Suche nach dem passenden Eigenheim. Weiter mieten? Bei diesen Preisen könnte das doch auch eine Option sein. Warum ist Ihnen dieser Traum von Eigenheim so super wichtig? Also uns ist halt wichtig, dass wir halt ein Haus haben mit einem Garten für die Kinder, dass sie draußen spielen können, dass sie ihren eigenen Platz haben, dass wir uns ein Zuhause schaffen können, dass wir komplett selber gestalten können, wie wir es wollen, vom Boden bis zur Decke. Und des Weiteren ist es, dass wir halt natürlich auch darin halt auch ein bisschen, sagen wir, für uns, sagen wir, eine Art Kapitalanlage sehen für die Rente. Die Miete, die ist weg, die wir jetzt zahlen. Die ist jeden Monat ist die weg. Davon sehen wir nie wieder etwas. Und das Haus haben wir dann. Und wenn wir dann nicht mehr können im Alter, können wir wenigstens haben wir dann noch die Möglichkeit zu sagen, wir verkaufen das Haus wieder, wenn es nicht mehr geht, und können uns dann eine Wohnung kaufen davon und dann dort einziehen und wechseln. Sie gucken ja schon seit 4 Jahren, ne? So mehr, mal weniger aktiv. Genau. Ja. Was macht das mit Ihnen, dass Sie das Gefühl haben, Mann, jetzt arbeite ich schon Vollzeit, meine Frau arbeitet auch ein bisschen und wir können uns trotzdem kein Eigenheim hier leisten? Es nervt, es ist frustrierend, dann ärgert man sich mal darüber und ja, auch wenn man sagt, geht man dann doch vielleicht irgendwann weiter raus, dass man in den sauren Apfel beißt, sagen wir hier so seine Existenz aufgibt, da wo man sich wohlfühlt und angekommen ist in dem Ort, auch bei den Menschen und kennt, dass man das wieder aufgibt. Ja, ich tue mich da auch nicht so leicht, irgendwo jemanden kennenzulernen und dann wieder 3 Orte weiterzuziehen und dann wieder dort bei Null anzufangen. Was haben Sie alles schon gemacht, um hier ein Häuschen zu finden? Oh, wir haben schon viel gemacht. Also wir haben begonnen mit eigentlich mal nach Grundstücken erstmal zu gucken. Dann haben wir über einen Makler gesucht, haben selber verfolgen wir den Immobilienmarkt in Online-Portalen und haben dann am Ende jetzt auch begonnen, Zettel einzuwerfen, dass wir mal ein Haus gesehen haben, was leer war. Meldet sich da überhaupt mal jemand zurück oder geht das ins Leere? Doch, ja. Doch, es hat sich schon jemand gemeldet und ein Objekt war ich dann selber auch, habe ich erfahren, wer der Eigentümer ist durch Nachbarn und habe dann selber mal geklingelt und gefragt. Das war aber auch erfolglos, die haben es für sich selber, ich glaube für die Kinder umgebaut. Ja, jetzt habe ich halt auch mal einen Tipp bekommen von einer Dame, die hat mir den Tipp gegeben, mal auf Todesanzeigen zu achten. Ist makaber, aber ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Ja. Aber
irgendwann muss man sich halt überlegen, die Leute, die es machen, die kriegen die Immobilie. Der brav bleibt oder es mit Anstand versucht, wie wir das versuchen, bleiben meistens dann auf der Strecke. Man könnte ja auch so ein bisschen das Gefühl gewinnen, dass der Traum vom Eigenheim, dass der sich immer schwerer träumen lässt. Und zum Beispiel unsere Eltern, die hatten es noch nicht so schwer, irgendwie einen Wohnraum zu finden, den sie auch wirklich bezahlen konnten. Haben Sie auch das Gefühl, dass da irgendwie so eine Generation Ungerechtigkeit auftritt? Ich weiß nicht, ob es Ungerechtigkeit ist. Mit Sicherheit war das Preisniveau früher ein anderes. Dass man sagt, früher konnte man sich es vielleicht leichter leisten auch. Was würden Sie sich denn wünschen, vielleicht auch an neuen Regelungen von der Politik, damit es für Familien wieder leichter wird, sich ein Eigenheim zu leisten? Ja, von der Politik ist es halt schwer, gell? Eine Deckelung finde ich ist auch nicht das Richtige, dass man immer alle Sachen deckelt. Ich weiß es nicht. Also ich habe auf die Frage keine Antwort wirklich. Man wünscht sich halt normale Preise oder einen Lottogewinn. Aber wer müsste wieder für normale Preise sorgen? Die Kommunen? Was könnten die besser machen? Was läuft da schief? In Frankfurt wird ja viel gebaut, aber vor allem Luxuswohnungen. Und so können es sich immer weniger Menschen leisten, hier zu leben. Selbst im ehemaligen Arbeiterviertel Gallus schießen die Bodenpreise in die Höhe. Der Preisanstieg in der Koblenzer Straße 260% seit 2012. Auch die Mieten steigen. Die jungen Politiker von Volt sind alarmiert über die Verdrängung, die längst eingesetzt hat. Neubauprojekte wie das schicke Europaviertel nebenan befeuerten die Spekulation mit Immobilien noch mehr. Wohnungen werden ja wie eine Ware gehandelt. Aber eigentlich handelt es sich beim Wohnen um ein elementares Grundbedürfnis von Menschen. Also Wohnen muss als Menschenrecht betrachtet werden. Die Partei Volt fordert eine andere Wohnbaupolitik und bekam dafür viele Stimmen bei der Kommunalwahl. Bezahlbar wohnen wie in Wien sei das Ziel. Denn beim Thema Wohnen sei Wien vorbildlich. Immer wieder wird Wien als Modell genannt, weil die Stadt Verantwortung übernimmt und selbst für günstigen Wohnraum sorgt. So wohnen 60% der Wienerinnen und Wiener in geförderten Wohnungen. Hier haben nicht nur Geringverdienende Anspruch auf solche Wohnungen. Deshalb sind alle Viertel gut durchmischt. Die Adresse sagt nichts über den sozialen Status der Mieterinnen und Mieter aus. Vor allem aber, in Wien bleiben Wohnungen dauerhaft günstig. Niemand muss Verdrängung fürchten. In Deutschland ist es so, dass eine geförderte Wohnung eben nur das Unterschied nach Förderprogramm zwischen 12 Jahren und 20 Jahren in der sogenannten Sozialbindung bleiben. Danach können sie wieder auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten werden zu Marktpreisen. Und in Wien ist es insofern anders, dass eben 60% des Wohnungsbestandes geförderte Wohnungen sind, die dauerhaft in der Sozialbindung bleiben. Um heute so gut dazustehen, musste auch Wien erstmal in einem Kraftakt die Grundlage schaffen. Vor 100 Jahren baute die Stadt angesichts der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg 65.000 Wohnungen. Boden wurde in Wien nie verkauft. Und so hält die Stadt heute soziale Wohnbauten in besten Lagen. Und sie baut weiter. 10.000 Wohnungen alleine hier im Projekt Seestadt Aspern. Da gibt es sogar einen Swimmingpool auf dem Dach für 11 € Miete pro Quadratmeter. Frankfurt besitzt über die städtische Gesellschaft ABG zwar zahlreiche Siedlungen mit rund 50.000 Wohnungen, aber für zusätzlich benötigte Sozialwohnungen fehlen Grundstücke. Denn die Stadt verkaufte jahrzehntelang viele kommunale Flächen. Ganz einfach kann man das da nicht zurückdrehen, weil der Flaschenhals sind sozusagen die Grundstücke, die fehlenden Grundstücke. In Wien betreibt man beispielsweise eine sehr vorausschauende Bodenpolitik. Also sie kaufen sehr viele Grundstücke an, die sie auch noch nicht zwingend benötigen und erst in 10 bis 20 Jahren entwickeln. Und wir müssten eben sehr schnell eigentlich versuchen, einen Grundstock an Grundstücken wieder anzulegen. In Frankfurt verkaufte die Stadt Filetstücke wie das Honsell-Dreieck direkt neben der EZB. In den 90ern galt die Wohnungsfrage als gelöst. Der Verkauf von Flächen für 1 Milliarde Mark schien der Stadt ein gutes Geschäft zu sein. Doch heute ist der Boden ein Vielfaches wert. In der Sonnemannstraße stieg der Preis seit 2012 um 289%. Auf eigenen Flächen
könnte die Stadt klare Vorgaben, etwa für bezahlbares Wohnen machen. Auf privaten Grundstücken geht das nicht so leicht. Frankfurts Baudezernent muss jetzt mit dieser Situation klarkommen, weil die Stadt in der Vergangenheit die schnelle Mark machen wollte. Das war, wenn Sie so wollen, der Quick Win. Sie generieren erstmal ja viel Geld für den Haushalt und können dann den Haushalt vielleicht kurzfristig erstmal konsolidieren. Nur was sie langfristig an Steuerungsmöglichkeiten verlieren, ist natürlich massiv und das tut langfristig richtig weh für die Stadtentwicklung. Mike Josef war in Wien, um zu sehen, wie man es besser macht. In Wien verstehe niemand, warum deutsche Kommunen ihre Grundstücke verkauft haben. Von Wien könnten deutsche Kommunen lernen, wie langfristiges Engagement im sozialen Wohnungsbau funktioniert. Wohnen ist eine Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge, das ist ganz klar. Und das fand ich eben spannend in Wien, die deutlich gemacht haben, Wohnen ist für uns ein Menschenrecht und Menschenrechte werden eben mit kommunalen und staatlichen Mitteln durchgesetzt. Und das ist auch richtig so. Die neue Koalition in Frankfurt will, dass in privaten Bauprojekten künftig bis zu 50% geförderte Wohnungen eingeplant werden. Und die Stadt will auch wieder Flächen kaufen, um künftig mehr in Eigenregie zu gestalten. Das sei auch ein Erfolg der Partei Volt, den sie als Koalitionspartner mit ausgehandelt hat. Frankfurt könne zwar 100 Jahre vorausschauenden Wohnbau wie in Wien nicht mal eben aufholen, aber die Stadt akzeptiere jetzt ihre Verantwortung für bezahlbares Wohnen. Und das sei immerhin ein erster wichtiger Schritt. Heißt, zukünftig gibt es Grund zur Hoffnung für Familien. Und wie sieht's aus mit Tiny-Häusern? Wir schauen mal nach, wie es unserer Kollegin Claudia Banse beim Schnupperwohnen im Minihaus ergangen ist. Hallo, hi Julia. Ja, magst du dich mal setzen? Ja, voll gerne, danke. Ist ja ein Träumchen, ihr habt ja sogar einen richtig fetten Garten. Ja, das ist klasse. Also ich fühle mich hier pudelwohl, muss ich sagen. Du hast uns schon in deinem kleinen Einspielfilm erzählt, die erste Nacht hast du bombastisch geschlafen. Aber wie war die Zeit, diese 3 Tage jetzt für dich so insgesamt? Also der Alltag, ich habe ja gearbeitet, das war schon in Ordnung. Natürlich muss man schauen, die Kleine war ja da auch den ersten Tag zumindest immer da. Und ich habe ihr dann als zugeschaut, dass sie iPad gucken darf. Das war dann manchmal ein bisschen laut. Man muss dann schon schauen, man ist ja gewohnt, zu Hause hat sie ihr Zimmer und dann kann man in Ruhe arbeiten. Ich bin voll neugierig, darf ich noch mal rein? Ach so, natürlich, ja, schau's dir an. Komm rein. Mal hier die Schuhe aus. Das Badezimmer. Klein, aber schick. Und ich muss sagen, hier die Duschkabine, die finde ich jetzt gar nicht so winzig. Gar nicht so tiny. Die ist irgendwie fast so groß wie die bei mir zu Hause. Das hat auch echt gut gepasst. Du lebst ja normalerweise mit ganz viel Platz auf deiner Hofreite. Wie hast du das mit dem ganzen Zeugs gemacht? Ah, frag nicht. Also ich meine, ich habe natürlich jetzt so gepackt, dass alles gepasst hat. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt für immer hier leben, dann habe ich mich schon gefragt, wie wir das machen. So. Das ist eher was für fitte Leute, ne? Ja. So Besuch von Oma ist dann irgendwie schlecht, zumindest hier oben. Ja. Eigentlich immer auf 2 Leute maximal ausgerichtet, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Du, ich hatte jetzt glatt so ein bisschen Urlaubsfeeling hier in dem Tiny House. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Palme oder am Sonnensegel. Vielleicht an der Sonne. Aber für immer ist das, sagst du selbst, für so eine Familie nix. Nein, für eine Familie auf keinen Fall. Also das ist, es ist einfach zu eng. Du hängst den ganzen Tag zusammen. Also du kannst dich ja nicht mal so wirklich zurückziehen. Also ich sag mal, optimal ist es wirklich für Pärchen, vielleicht auch eine Familie mit einem kleinen Kind. Und dann vielleicht die Option, wenn die Kinder größer sind, dass man dann sagt, so wie hier, man hat 2 Häuser. Vielleicht ja doch eine Lösung für die Zukunft? Denn Familien haben es auf dem Immobilienmarkt gerade richtig schwer. Der Traum vom Eigenheim. Für viele Familien ist der tatsächlich ausgeträumt. Mit schön viel Platz und mit einer guten Wohnlage. Und das ist natürlich total frustrierend. Und es zeigt im Grunde auch, wo es hinführt, wenn Angebot und Nachfrage die Preise fürs Wohnen bestimmen. Da müsste eigentlich viel, viel mehr gegengesteuert werden. Denn sonst führt es irgendwann dazu, dass Menschen, die jetzt nicht ganz so viel Geld haben, mehr und mehr aus den guten Wohnlagen vertrieben werden. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns eure Kommentare hierhin.